Liebe wunderbare Jungfrauen, ich begrüße euch von Herzen. Mit euch ist wieder ich, eure Tarotleserin Angelika, und ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben. Heute erwartet euch die Legung für den Juni im 2026. Jahr. Dann beginnen wir jetzt. Schauen wir gemeinsam auf die 3 wichtigsten Ereignisse, die euch im Juni erwarten. Das erste wichtige Ereignis. Das zweite wichtige Ereignis. Und das dritte wichtige Ereignis für euch? Danach werfen wir einen Blick auf euren beruflichen Bereich im Juni. Außerdem schauen wir auf eure finanzielle Situation und darauf, ob euch eure Einnahmen im Juni wirklich genügen werden. Und natürlich sehen wir uns auch an, was euch im Liebesbereich im Juni des Jahres 2026 erwartet. Worauf ihr gesundheitlich besonders achten solltet. Und am Ende der Rat der Karten für euren Juni. Also, euer erstes wichtiges Ereignis, die Mäßigkeit. Das zweite wichtige Ereignis, die Königin der Münzen. Und das dritte wichtige Ereignis, Die 8 der Kelche. Dann lasst uns jetzt alles der Reihe nach anschauen. Die Mäßigkeit. Im Kern spricht diese Karte davon, dass eine längere Phase voller Sorgen, innerer Unruhe und emotionaler Belastung langsam zu Ende geht. Der Juni bringt euch eine ruhigere, harmonischere und deutlich ausgeglichenere Energie. Das Leben beginnt wieder gleichmäßiger zu fließen. Ohne ständigen Druck und ohne das Gefühl, permanent gegen irgendetwas kämpfen zu müssen. Große Stresssituationen zeigen sich hier nicht. Schwere oder erschütternde Ereignisse liegen ebenfalls nicht im Vordergrund. Gerade dadurch entsteht in eurem Leben wieder mehr Stabilität, mehr innere Ruhe und das Gefühl, endlich durchatmen zu können. Vieles, was ihr euch vorgenommen habt, lässt sich jetzt Schritt für Schritt umsetzen. Auch eure Wünsche und Ziele entwickeln sich ohne Hektik, sondern in einem ruhigen, bewussten Tempo. Diese Karte bringt euch emotionales Gleichgewicht zurück, besonders nach einer Zeit voller Anspannung, Sorgen oder innerer Erschöpfung. Außerdem richtet sich euer Fokus stärker auf euch selbst, auf euren Körper, auf euer Wohlbefinden und auf die Frage, was euch wirklich Kraft gibt. Der Wunsch nach gesunder Ernährung kann stärker werden. Vielleicht beginnt ihr bewusster auf eurem Alltag zu achten, euch mehr zu bewegen oder euch intensiver um eure körperliche Verfassung zu kümmern. Und das Wichtigste dabei: ihr werdet daran sogar Freude haben. Die Mäßigkeit zeigt auch angenehme Begegnungen mit Menschen, bei denen ihr euch emotional verstanden fühlt. Tiefe Gespräche, ehrliche Nähe, warme Begegnungen. All das kann im Juni eine besonders wichtige Rolle für euch spielen. Manche Situationen geben euch das Gefühl zurück, dass das Leben doch wieder in eine gute Richtung geht. Innerlich entsteht langsam neues Vertrauen. Es wird leichter, an das Gute zu glauben und sich nicht mehr ständig von Ängsten leiten zu lassen. Zusätzlich kann diese Karte darauf hinweisen, dass ihr euch neue Ziele setzt. Und genau hier verbindet sich die Energie bereits mit der 8 der Kelche. Denn diese Karte zeigt deutlich, dass ihr im Juni vieles neu bewertet. Alte Sichtweisen verlieren an Bedeutung. Manche Wege fühlen sich nicht mehr passend an. Dadurch entsteht der Wunsch, eure Richtung zu verändern und neue Ziele für euch zu definieren. Die Mäßigkeit zeigt dabei keinen plötzlichen Sprung, sondern einen ruhigen und bewussten Übergang in eine neue Lebensphase. Planung spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle. Viele von euch betrachten bestimmte Situationen plötzlich aus einer anderen Perspektive. Dadurch verändert sich nicht nur euer Denken, sondern oft auch euer innerer Kurs. Und genau das wird sich für euch richtig und stimmig anfühlen. Außerdem möchte die Mäßigkeit euch daran erinnern, nichts zu überstürzen. Verändern sich eure Pläne oder Absichten im Juni? Dann nehmt euch Zeit für klare Entscheidungen. Die Energie dieser Karte unterstützt ruhiges Nachdenken statt hektischer Reaktionen. Hier entsteht kein Druck, sofort handeln oder alles gleichzeitig lösen zu müssen. Das Leben verlangsamt sich ein wenig, damit ihr wieder Raum für eure Gedanken, eure Wünsche und eure innere Orientierung bekommt. Die Mäßigkeit führt euch immer wieder zurück zur goldenen Mitte. Gerade dadurch wirkt diese Karte besonders heilsam. Vor allem gesundheitlich zeigt sie eine sehr gute Energie. Der Körper beginnt sich leichter zu regenerieren und viele Prozesse können wieder in Balance kommen. Dann schauen wir weiter. Die Königin der Münzen. Für viele von euch kann diese Karte euch selbst symbolisieren. Liebe Jungfrauen, manchmal zeigt sie auch die Mutter. Eine vertraute Frau aus eurem Umfeld, eine Geschäftsfrau
eine Unterstützerin oder für manche Männer sogar die eigene Ehefrau. Sehr oft spricht die Königin der Münzen von ernsthafter und planvoller Arbeit. Hier geht es um Stabilität, klare Ziele, Verantwortung und den Wunsch, greifbare Ergebnisse zu erreichen. Manche von euch erhalten finanzielle Unterstützung oder hilfreiche Förderung durch eine wichtige Frau. Andere wiederum übernehmen selbst die Rolle einer Person, die hilft, unterstützt oder Sicherheit schenkt. Auch häusliche Themen treten stärker in den Vordergrund. Und interessanterweise ergänzt sich diese Energie wunderbar mit der Mäßigkeit. Der Wunsch entsteht, das Zuhause schöner zu gestalten, sich um den Alltag zu kümmern, gutes Essen zuzubereiten und mehr Wärme in das eigene Leben hineinzubringen. Gleichzeitig zeigt die Karte Genuss an. Viele von euch werden Freude an dem finden, womit sie sich beschäftigen. Kreative Hobbys, Handarbeit, kleine persönliche Projekte oder Dinge, die euch innerlich beruhigen, können jetzt besonders erfüllend wirken. Außerdem verbindet sich die Königin der Münzen erneut mit der 8 der Kelche. Dadurch entsteht bei manchen von euch der Wunsch, das eigene Leben spürbar zu verändern. Mehr Aufmerksamkeit richtet sich auf den eigenen Körper, auf das äußere Erscheinungsbild, auf Gesundheit und innere Harmonie. Sport, Bewegung, Fitness oder bewusste Selbstfürsorge gewinnen deutlich an Bedeutung. Die Königin der Münzen liebt einen gesunden Lebensstil. Sie führt euch nicht sofort in Stress oder in übertriebene Belastung, sondern eher zurück zu natürlichen und heilsamen Dingen. Spaziergänge, Bewegung im Alltag, Erholung, frische Luft, vielleicht sogar eine Reise oder ein Ort, an dem ihr euch körperlich und emotional regenerieren könnt. Gerade solche einfachen Dinge wirken im Juni besonders wohltuend auf euch. Auch das Thema Schönheit spielt hier eine Rolle. Besuche im Kosmetikstudio, Wellness, Spa oder bewusste Pflege eures äußeren Erscheinungsbildes bringen euch nicht nur Freude, sondern auch innere Ruhe. Viele von euch werden es genießen, sich selbst wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Manche nehmen sich sogar bewusst eine Pause vom Alltag, ein Urlaub, Zeit für sich selbst, neue Zukunftspläne oder einfach das Bedürfnis, das Leben wieder intensiver zu spüren. All das kann sich hier zeigen. Zusätzlich kann die Königin der Münzen auf eine wichtige Begegnung hinweisen. Vielleicht entsteht ein engerer Kontakt zu einer Frau mit genau dieser Energie. Gemeinsame Gespräche, organisatorische Themen, geschäftliche Angelegenheiten oder wichtige Entscheidungen können euch im Juni miteinander verbinden. Teilweise zeigt die Karte auch aktive Kommunikation mit einer Frau aus der Familie oder aus eurem engeren Umfeld. Darüber hinaus kann die Königin der Münzen auf eine größere Geldsumme hinweisen. Darauf schauen wir später noch genauer, wenn wir die Finanzkarte öffnen. Im Ereignisbereich spricht diese Karte außerdem oft über Käufe mit langfristigem Wert. Dazu gehören Immobilien, Investitionen oder Themen rund um Verkauf, Kauf und Einrichtung von Wohnraum. Manche denken darüber nach, Geld sinnvoll anzulegen oder etwas aufzubauen, das später Stabilität bringt. Teilweise zeigt sich auch der Kauf wertvoller Dinge. Schmuck, schöne Gegenstände oder Dinge, die für euch einen besonderen emotionalen oder materiellen Wert besitzen. Zusätzlich kann die Karte auf Wohltätigkeit hinweisen. Der Wunsch zu helfen, jemanden zu unterstützen oder etwas Gutes weiterzugeben, wird bei manchen von euch ebenfalls stärker spürbar. Das sind die wichtigsten Ereignisse, die euch die Königin der Münzen für den Juni zeigt. Und das dritte wichtige Ereignis für euch, die 8 der Kelche. Eine sehr interessante Karte, die euer Leben wirklich verändern kann. Aber ich würde sagen, nicht auf eine negative Weise. Was bedeutet hier überhaupt Veränderung? Vor allem verändern sich eure Prioritäten. Viele von euch beginnen plötzlich ganz anders auf ihre Zukunft zu schauen. Pläne, die euch früher wichtig erschienen, verlieren langsam ihre Bedeutung. Und genau darin liegt die Besonderheit dieser Karte. Einerseits spricht sie davon, etwas hinter sich zu lassen. Andererseits öffnet sie gleichzeitig neue Horizonte und neue Möglichkeiten. Die 8 der Kelche gilt deshalb auch als Karte des inneren Durchbruchs. Ein Mensch verabschiedet sich von etwas, das lange Teil seines Lebens war. Doch gerade dadurch entsteht ein neuer Weg. Die Richtung verändert sich, der innere Fokus verschiebt sich. Und plötzlich beginnt ihr zu verstehen, dass manche Ziele euch eigentlich gar nicht mehr erfüllen. Vielleicht habt ihr über viele Jahre geglaubt, eure wichtigste Aufgabe sei beruflicher Aufstieg. Eine hohe Position, mehr Verantwortung, mehr Status. Vielleicht wolltet ihr führen, Karriere machen, etwas Großes erreichen. Doch mit der Zeit entsteht das Gefühl,
dass genau dieser Weg euch innerlich nicht mehr berührt. Manche erkennen sogar, dass sie etwas verfolgt haben, das gar nicht mehr zu ihrer Seele passt. Und genau hier beginnt die Acht der Kelche zu wirken. Alte Wünsche verlieren langsam ihre Kraft. Träume, die euch früher motiviert haben, fühlen sich plötzlich leer an. Das, worin ihr euch einst gesehen habt, verliert an emotionaler Bedeutung. Und obwohl das zuerst ungewohnt wirken kann, Entsteht gleichzeitig Raum für etwas Neues. Neue Interessen tauchen auf. Neue Ziele werden sichtbar. Ein neues Verständnis darüber, wo ihr wirklich hingehört. und genau das wird im Juni für euch besonders wichtig. Ihr beginnt klarer zu spüren, in welche Richtung ihr euch wirklich entwickeln möchtet. Für diese neuen Ziele werdet ihr bereit sein, einen völlig neuen Weg zu betreten. Nicht den einfachsten Weg, sondern einen Weg, der euch näher zu euch selbst bringt. Etwas Altes bleibt dabei hinter euch zurück. Etwas, das euch lange begleitet hat, vielleicht sogar emotional getragen hat. Doch nun beginnt für euch ein neuer Horizont, ein neuer Abschnitt, eine neue Form der Selbstverwirklichung. Deshalb trägt diese Karte letztlich eine Energie des Erfolgs in sich. Im Juni selbst zeigt sie allerdings zuerst den bewussten Abschied. Ihr werdet verstehen, dass man manches loslassen muss, damit etwas Größeres entstehen kann. Und zunächst kann genau dieser Schritt emotional schwer wirken. Etwas, das euch lange wichtig war, verliert seinen Platz in eurem Leben. Etwas, woran euer Herz hing, beginnt sich langsam zu entfernen. Aber erst mit etwas Abstand werdet ihr vollständig erkennen, wie wichtig dieser Schritt tatsächlich gewesen ist. Und wie viele neue Möglichkeiten er euch später eröffnet. Interessant ist auch, dass ein Teil von euch noch eine Zeit lang zurückblicken wird. Manche Gedanken an die Vergangenheit bleiben bestehen. Manche alten Wünsche versuchen euch noch festzuhalten. Vielleicht taucht erneut der Impuls auf, an alten Plänen festzuklammern. Doch genau das könnte euren neuen Weg bremsen. Deshalb zeigt die Acht der Kelche oft einen Schritt nach vorne, der nicht leicht fällt. Mit etwas Traurigkeit. Mit innerem Abschied, vielleicht sogar mit schwerem Herzen, aber trotzdem bewusst, trotzdem entschlossen. Und je mutiger ihr euch auf eure neuen Ziele zubewegt, desto schneller beginnt sich euer neuer Weg zu öffnen. Im Grunde spricht diese Karte von der Suche nach einem besseren Leben für euch selbst. Von einem neuen inneren Zustand, von einem anderen Lebensstil. Dabei muss es nicht immer nur um Karriere gehen. Manchmal zeigt sich die Acht der Kelche viel einfacher. Zum Beispiel als bewusste Entscheidung, gesünder zu leben. Vielleicht verändert ihr euren gesamten Alltag. Mehr Bewegung, mehr Achtsamkeit, mehr Fürsorge für euren Körper und euren inneren Zustand. Auf die Gesundheit schauen wir später natürlich noch genauer. Bei manchen zeigt sich diese Karte als Wunsch umzuziehen. Eine andere Stadt, ein anderes Land, ein völlig neues Umfeld. Andere wiederum entscheiden sich beruflich um. Ein alter Arbeitsplatz verliert an Bedeutung, während eine neue Richtung plötzlich viel mehr Zukunftspotenzial zeigt. Und achtet bitte auch darauf, Die Acht der Kelche kann tatsächlich auf einen Umzug hinweisen. und dann beginnt für euch wirklich ein neuer Lebensabschnitt. Neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen und ein völlig neuer innerer Horizont. Und jetzt schauen wir weiter. Was erwartet euch beruflich? Und wie entwickelt sich eure finanzielle Situation? Im beruflichen Bereich liegt der Gehängte. Im Bereich der Finanzen die 9 der Münzen. Auf den ersten Blick wirken diese beiden Karten fast gegensätzlich. Aber genau darin liegt hier die eigentliche Bedeutung. Denn die Situation kann sich tatsächlich genauso entfalten, wie ich euch vorher bereits als Beispiel beschrieben habe. Vielleicht wolltet ihr lange beruflich aufsteigen, doch trotz aller Bemühungen bewegt sich etwas nicht weiter. Die Situation scheint festzustecken. Eine gewünschte Position bleibt unerreichbar. Bestimmte Prozesse verzögern sich. Trotzdem arbeitet ihr weiter. Und als Angestellte oder in eurem gewohnten beruflichen Rahmen habt ihr weiterhin ein stabiles Einkommen. Der Gehängte zeigt oft die Notwendigkeit, innezuhalten und ehrlich zu analysieren, wohin ihr eure Kraft eigentlich lenken wollt. Diese Karte verlangt kein hektisches Handeln. Sie fordert Bewusstsein, Verständnis, innere Neuorientierung. Und genau dadurch entsteht später eine völlig neue Stabilität. Sobald ihr erkennt, welche Richtung wirklich zu euch passt, beginnt sich die Situation langsam zu lösen. Dann entsteht wieder Bewegung. Dann könnt ihr euch beruflich viel klarer entfalten. Außerdem zeigt der Gehängte manchmal Einschränkungen. Etwas entwickelt sich nicht so schnell, wie ihr es euch gewünscht habt. Vielleicht bittet ihr um eine neue Position und die Entscheidung fällt gegen euch aus. Oder ihr habt das Gefühl, euer Potenzial wird nicht richtig gesehen. Manche von euch bleiben vorhaft in einer Arbeit, die sie innerlich nicht erfüllt. Und genau das kann einen starken inneren Konflikt auslösen. Der Mensch funktioniert weiter, aber die Seele spürt längst,
dass sie eigentlich etwas anderes möchte. Zusätzlich kann der Gehängte auf finanzielle Verpflichtungen hinweisen. Kredite, Schulden, Verantwortung. Dadurch arbeitet ihr vielleicht besonders viel, um Sicherheit aufzubauen oder bestimmte Belastungen abzutragen. Geld wird im Juni allerdings vorhanden sein. Darauf weist die 9 der Münzen sehr deutlich hin. Ihr könnt wichtige Ausgaben decken, euch stabil halten oder euch auch Dinge leisten, die euch gut tun. Der Gehängte zeigt außerdem Situationen, die sich nur langsam bewegen. Manche Projekte ziehen sich. Arbeit muss mehrfach überarbeitet werden. Etwas verschiebt sich immer wieder. Wer gerade eine neue Stelle sucht, investiert womöglich viel Zeit und Energie, ohne sofort ein klares Ergebnis zu sehen. Dadurch entsteht schnell das Gefühl, festzustecken. Doch innerlich beginnt gleichzeitig ein sehr wichtiger Erkenntnisprozess. Ihr versteht immer klarer, was ihr wirklich wollt. Und wahrscheinlich hängt genau damit auch die 8 der Kelche zusammen. Denn viele von euch verändern gerade ihre Sicht auf Arbeit, Erfolg und persönliche Erfüllung. Deshalb ist dieser Monat für euch tatsächlich sehr bedeutend. Trotzdem solltet ihr wegen des Gehängten nicht verzweifeln, dass diese Phase euch nicht bestraft. Sie gibt euch Zeit. Zeit zum Verstehen. Zeit zur inneren Neuausrichtung. Zeit dafür, euren Weg bewusster zu erkennen. Außerdem eignet sich diese Energie wunderbar für Lernen, Weiterbildung, spirituelle Entwicklung oder Meditation. All das hilft euch jetzt enorm. Es harmonisiert euren inneren Zustand und unterstützt gleichzeitig euer berufliches Wachstum. Und noch etwas möchte ich ergänzen. Der Gehängte kann manchmal auch auf gesundheitliche Erschöpfung oder eine Pause hinweisen. Vielleicht müsst ihr euch etwas zurückziehen, vielleicht langsamer werden oder euch intensiver um eure Gesundheit kümmern. Ob sich das bestätigt, schauen wir später noch genauer an, wenn wir die Gesundheitskarte öffnen. Und jetzt zu euren Finanzen. Die 9 der Münzen. Schon auf dieser Karte sieht man förmlich, wie viel Fülle und materielle Stabilität hier vorhanden sind. Diese Karte spricht davon, dass euch im Juni genügend Geld zur Verfügung steht. Ihr werdet nicht in Mangel leben. Stabiles Einkommen, materielle Sicherheit, Wohlstand und eine konstante Quelle, die euch dieses Gefühl von Stabilität schenkt. Außerdem können hier Themen rund um Erbe auftauchen. Manche erhalten etwas, andere regeln Dokumente oder familiäre Angelegenheiten. Teilweise geht es um wertvolle Dinge, die innerhalb der Familie weitergegeben werden. Etwas, das über lange Zeit aufgebaut wurde, gelangt nun in eure Hände. Und natürlich zeigt die 9 der Münzen auch größere Anschaffungen, teilweise sogar Immobilien. Denn diese Karte symbolisiert die Fähigkeit, sich selbst ein stabiles und angenehmes Leben aufzubauen. Manche investieren in Wohnraum. Andere kaufen Dinge, die langfristigen Wert besitzen. Auch Schmuck, schöne Gegenstände oder Kunst können hier eine Rolle spielen. Besonders Dinge, die für euch nicht nur materiellen, sondern auch emotionalen Wert haben. Doch das Wichtigste an dieser Karte bleibt, die finanzielle Situation sieht im Juni wirklich sehr stabil aus. Geld ist vorhanden. Und die Energie dieser Karte zeigt deutlich, dass ihr euch wesentlich sicherer und ruhiger fühlen könnt. Als nächstes schauen wir darauf, was euch im privaten Leben erwartet. Hier liegt die 6 der Kelche. Und da es sich um eine Karte der Nostalgie handelt, um Rückkehr in die Vergangenheit und um Erinnerungen, kann es gut sein, dass ihr einer Person begegnet, mit der ihr früher einmal in einer Beziehung wart. Das kann wie eine Rückkehr einer alten Liebe wirken. Vielleicht eine zufällige Begegnung mit jemandem, den ihr eigentlich nie wieder in eurem Leben erwartet hättet. Ihr trefft euch, ihr sprecht miteinander oder es kann sogar sein, dass sich eine Beziehung wieder neu belebt, nach einer Phase der Stille, des Rückzugs oder nach einer Zeit, in der ihr keinen Kontakt hattet oder euch sogar getrennt habt. Und das gilt besonders für diejenigen, die aktuell nicht in einer Partnerschaft sind. Für euch kann es auch anders verlaufen, dass ihr einen neuen Menschen kennenlernt, also keine bekannte Person aus der Vergangenheit, sondern jemanden ganz Neuen. Aber das Gefühl wird sein, als würdet ihr diese Seele schon euer ganzes Leben kennen. Wie eine Begegnung mit einer Seelenverbindung. Und genau in diesem Fall entwickeln sich Beziehungen sehr leicht. Sie sind emotional, warm, angenehm und sehr lebendig. Es entsteht viel Verbindung auf der Ebene des Fühlens und gemeinsamen Erlebens. Und für diejenigen, die in einer Beziehung sind, zeigt die 6 der Kelche etwas sehr Schönes. Eine stabile, vertraute Verbindung, in der ihr das Gefühl habt, gemeinsam schon sehr viel durchlebt zu haben und dass ihr eigentlich niemanden sonst braucht, weil ihr euch auf eure zweite Hälfte in jeder Hinsicht verlassen könnt. Deshalb wächst hier noch stärker der Wunsch, viel Zeit miteinander zu verbringen, Beziehungen harmonisch weiterzuentwickeln, Gefühle bewusst zu genießen und euch gegenseitig dieses Gefühl von innerem Frieden zu schenken. Unter der 6 der Kelche verbringt ihr wahrscheinlich eine sehr schöne gemeinsame Zeit und könnt all das genießen, was eure Partnerschaft ausmacht. Und wenn es zuvor einen Konflikt gab, dann zeigt die 6 der Kelche eindeutig eine Versöhnung,
Eine sanfte Wiederherstellung der Verbindung, bei der alte Verletzungen losgelassen werden und ihr wieder in die Liebe und das Vertrauen zurückfindet. Ihr seid bereit, einander wieder zu vertrauen und euch gegenseitig zu unterstützen. Die 6 der Kelche ist insgesamt eine sehr harmonische Karte, die euch starke Gefühle bringt. Zufriedenheit, Dankbarkeit und dieses tiefe Empfinden von Sicherheit in der Beziehung. Und gleichzeitig auch große Hoffnungen auf eine gemeinsame, stabile Zukunft. So sieht es im Bereich Beziehungen wirklich gut aus. Und nun schauen wir auf die Gesundheit, die Hohepriesterin. Und unter der Hohepriesterin ist es wirklich wichtig, gut auf euren Körper zu achten. Es kann sein, dass ihr euch eine Auszeit nehmen müsst. Vielleicht sogar eine Krankschreibung oder eine medizinische Untersuchung notwendig wird, was sich auch auf die Arbeit auswirken kann, wenn man vorübergehend nicht einsatzfähig ist. Die Hohepriesterin ist eng verbunden mit dem Mondzyklus und dem weiblichen hormonellen Rhythmus und steht auch symbolisch für Schwangerschaft. Es kann also um eine Schwangerschaft gehen oder um hormonelle Ungleichgewichte, die eine genauere Diagnostik erfordern. Auch emotionale Überempfindlichkeit, Schlafprobleme oder innere Unruhe können sich zeigen. Die Hohepriesterin weist zudem auf mögliche Störungen im Stoffwechsel hin. Und genau hier kommt die Königin der Pentakel ins Spiel, die euch deutlich zeigt, dass es notwendig ist, bewusster für eure Gesundheit zu sorgen und einen stabileren, gesünderen Lebensstil zu entwickeln. Dann werdet ihr euch deutlich besser fühlen. Und vielleicht zeigt sich hier auch die 8 der Kelche im Gesundheitsbereich als Wendepunkt, an dem ihr eure Haltung zu eurem Körper verändert. Ihr beginnt, euch bewusster zu ernähren, besser für euch zu sorgen und eure Gesundheit ernst zu nehmen. Das wird sehr wichtig sein. Achtet also im Juni besonders auf euren Körper und trefft gute Entscheidungen für euch selbst. Die Hohepriesterin kann außerdem zeigen, dass euer körperliches Wohlbefinden stark mit eurem emotionalen Zustand verbunden ist. Das heißt, ihr solltet an eurem inneren Gleichgewicht arbeiten, euer Selbstvertrauen stärken und eure emotionale Wahrnehmung des Lebens insgesamt harmonisieren. Dann kommt auch wieder mehr Energie, um euch selbst zu stabilisieren und euch besser zu fühlen. Also, achtet wirklich gut auf eure Gesundheit. Wie ich schon gesagt habe, kann die Hohepriesterin auch auf eine Schwangerschaft hinweisen. Und zusätzlich liegt auf dem Boden des Decks die Sonne. Die Sonne ist ebenfalls ein starkes Symbol für Schwangerschaft. Dann wird klar, dass sich in Bezug auf die Gesundheit etwas verändert. Besonders wenn dieses Thema für euch relevant ist. Und wahrscheinlich werdet ihr euch dann auch sehr bewusst um euch selbst kümmern. Viel draußen sein, euch bewegen und auf eure Ernährung achten. Und nun zum Rat. Der Ass der Pentakel. Das Ass der Pentakel steht für Ressourcen. Und diese Ressourcen können ganz unterschiedlich sein. Für einige ist es Gesundheit, für andere neue Pläne und Chancen, für andere finanzielle Stabilität oder die Harmonisierung des Lebens insgesamt. Jeder wird das individuell erleben, denn es ist ein gemeinsames Reading für alle Jungfrauen. Der Rat für Juni sagt euch mit dem Ass der Pentakel ganz klar: Konzentriert eure Energie auf Stabilität, auf euren inneren Zustand, eure Pläne und eure Lebensbasis. Bringt mehr Festigkeit, Klarheit, Gesundheit und materielle Sicherheit in euer Leben. Und denkt dabei sehr realistisch. So, das war euer Juni 2026 Reading, liebe Jungfrauen. Ich lade euch auch herzlich ein, euch den MyRead anzuschauen. Der Link ist oben eingeblendet. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, holt ihn unbedingt nach. Er ist bereits auf dem Kanal veröffentlicht. Für persönliche Beratungen schreibt mir gerne eine E-Mail. Den Link findet ihr unten unter dem Video. Ihr könnt ihn einfach kopieren und mir schreiben. Wenn ihr eine schwierige Situation klären möchtet, bin ich gerne für euch da. Abonniert auch den Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung, eure Kommentare und Likes. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Kanal Tarot und Leben. Mit Liebe und Hoffnung aus dem Herzen für Frieden und Harmonie. Eure Tarotleserin Angelika. Ich umarme euch. Bis bald.